Hallo zu Tinkertech, Folge 3. Die 4-Link-Excel-Liste steht heute auf dem Plan. Diese Liste oder diese Excel-Vorlage, das Rechenblatt, habe ich nicht erfunden. Das habe ich nur erst einmal runtergeladen von Crawlpedia. Da ist das Original zu finden. Also das Ganze stammt nicht aus meiner Feder. Diese Liste, die hier zum Download steht, ist allerdings für die Amerikaner gemacht oder von Amerikanern für die Amerikaner gemacht, und zwar für 1:1 Fahrzeuge, das heißt große Dimensionen und alles in Zollmaßen. Das ist für uns jetzt natürlich ein bisschen unpraktisch. Von daher habe ich das Ganze mal entsprechend modifiziert, dass wir jetzt hier in Millimetern angeben und rechnen können, so wie wir das für uns selber brauchen. Gleich vorweg und nicht wundern, wer die runtergeladen hat und öffnen möchte im Excel von Microsoft Office, weil ansonsten funktioniert das Ganze nicht. Wird höchstwahrscheinlich gleich die Warnmeldung kriegen, vor Bearbeitung geschützt, Achtung, Makros drinne und so. Das Makro wird genutzt, um dieses Einfedern und Ausfedern mit Leben füllen zu können. Ist notwendig, dem kann man vertrauen. Ich habe da soweit wie es geht und mein Wissensstand das hergibt, geprüft. Da ist keinerlei Schadsoftware drin. Im dümmsten Fall habt ihr aber einen Arbeitsrechner oder sonstiges, der das nicht akzeptiert und gar nicht zulässt. Also wie gesagt, Makros und so weiter müssen hier leider ausgeführt werden. Ansonsten funktionieren halt manche Funktionen nicht. So, dann gehen wir schon mal ein bisschen ins Detail. Diese Excel-Liste hat mehrere Blätter. Es gibt das Hauptblatt mit der Ansicht hier und der Dateneingabe für diese ganzen 4 Links. Wichtig, ich habe die ganzen für uns unnützen Listen drin gelassen, weil möglicherweise interessiert es doch den einen oder anderen. Ganz wichtig ist, falls man es mal wieder vergessen hat oder sich fragt, was meinen die mit X, Y und Z-Anrichtung, ist hier auch unter Koordinate, kann man schnell mal nachgucken. Die X-Richtung ist immer von der Achsmitte hinter Achse Richtung Vorderachse bezogen. In die Höhe vom Fahrzeug ist Z und Y ist von oben betrachtet die Richtung aus der Mitte raus. Das Ganze sollte man nämlich beachten, wenn man die geforderten Eingabewerte dann eingibt. Hier steht direkt hellblau, Mess with these cells. Das heißt, in diese blauen Felder gehören unsere Eingabewerte rein. Alles andere in grün, orange, sonstigen Farben wird ausgerechnet. Von der Basis her, man gibt den Radstand ein, man gibt den Raddurchmesser ein, man gibt noch einmal den Tire Rolling Radius, also im Endeffekt den Radius des Reifens ein. Das kommt hier auch aus dem Original raus, wo ich natürlich mit sehr niedrigem Luftdruck einen ganz anderen Radius habe von der Achse über dem Boden oder Abstand von der Achse über dem Boden, als eigentlich der reine Reifendurchmesser wäre. Von daher diese beiden Werte für uns aber kann man sich einfach merken. Raddurchmesser Hälfte muss man beim Tire Rolling Radius eingeben. Dann ein ganz wichtiger Wert für Higesichi Height. Das ist die Höhe, wo ist der Schwerpunkt. Da sind wir wieder bei der Millimeterangabe aus unserer Pendelei aus Folge 1. Die muss dort rein. Fahrzeugmasse, Komplettgewicht und dann Frontanprangmaß, Rear-Ansprangmaß. Damit ist hier gemeint, was wiegt die Achse. Das, was also nicht gefedert ist, das wird hier genutzt, damit ich später beim Ein- und Ausfedern aus der Automatik raus, damit er den Schwerpunkt richtig mitheben kann. Weil die Rechnung geht ja davon aus, dass die Achsen bleiben am Boden, die erhöhen sich also nicht mit Ausfedern, Einfedern, aber das Fahrzeug hebt sich mit seiner, also das reine Chassis mit Batterie und Motor, hebt sich auf und nieder und verändert somit die Schwerpunktlage. Das versucht hier diese Software gleich mit auszurechnen. Man kann mit Schätzwerten hier erstmal loslegen. Diese Masse habe ich für euch schon einmal ausgewogen. Eine Sendero-Vorderachse zum Beispiel, Plastikkörper mit ganz normal 2 Räderreifen dran, Alufelge, normaler Reifen, keine Zusatzgewichte in der Felge drinne und so weiter.
waren das 560 Gramm. Das ist eine Achse, die kein Servo auf der Achse hat, also von daher noch eine relativ leichte Achse ist. Jedes Zusatzgewicht, was ihr noch anbaut, Reifen in der Zusatzgewicht in den Reifen drinne fahrt und so weiter, muss man dann natürlich dann zusätzlich noch mit reinrechnen. Die Hinterachse ist ein bisschen simpler aufgebaut, die wiegt dann ca. 500 Gramm und somit kommt man halt auf ein ungefährtes Gewicht von dem Fahrzeug mit ca. einem Kilo. Die restlichen 1,5 Kilo sind halt Rahmen, Akku, Motor, sonstiges. Das wirklich aufwendig ist jetzt schlichtweg das Ausmessen dieser ganzen Daten hier. Man sieht aber schön, es wird dann versucht, das Leben zumindest einfach zu machen, was ist was. Die oberen Links in blau, hier schön dargestellt, dass man auch sieht, was ist damit gemeint und wie ergibt sich das. Wenn ich hier andere Werte eingebe, statt den 134 mal 150, sieht man automatisch, wie sich hier das alles mit verändert. Also man baut hier wirklich schön ein Bild von seinem Fahrzeug auf und kann dann auch immer direkt sehen, hat man jetzt Blödsinn eingegeben oder so, stimmt das gerade nicht überein. Diese Werte, die 134 zum Beispiel für den oberen Link am Rahmen, das ist dann wirklich das, was man messen muss von der Achsmitte bis zu dem Anschlagpunkt hier. Also ich habe dann immer Auge von dem Rotend, die angenommene Mitte der Schraube drinne, plus minus Millimeter. Die spielt da keine riesengroßen Rollen hier. Und hier bei der Eingabe wieder aufpassen, Y ist aus der Fahrzeugmitte raus. Mit Y kommt diese Spreizung hier zustande. Abstand der Links, um es kurz mal zu zeigen, statt den 27 nehmen wir jetzt mal 50. Und dann sieht man genau, das ist der Wert hier vorne, der Abstand. Und zwar aus der Mitte raus zu einem nur bitte. Also von der Mitte im Auto gemessen, Abstand zu einer Seite. Ist, wenn man drauf geht, noch einmal als Notiz hinterlegt, habe ich in Englisch direkt gelassen, sollte man trotzdem halbwegs hinkriegen. Das ist die Hälfte des Abstands, steht dort. Dazu noch die Höhe, wo das Ganze überboten ist, in Standhöhe. Und auf diese Art und Weise misst man sich das Ganze aus, trägt sie ein und bekommt dann eine direkte Abbildung, wo ist jetzt mein Instant Center gelegen, wo ist jetzt meine Traction Line drin und bekomme auch direkt als Ergebnis, welchen Anti-Squat haben wir denn hier. So, und das wirklich Schöne an dem Ganzen ist jetzt, man kann ja sagen, mit dem Travel Increment, um wie viel will ich das Fahrzeug jetzt ein- oder ausfedern lassen, kann ich jetzt hier, wenn ich draufklicke, sieht man, bewegt sich das Hinterrad nach oben. Ich federe also ein. Jetzt habe ich hier 10 mm eingefedert. Sehe, wo bewegt sich jetzt mein Instant Center hin, was bekomme ich für eine Gerade hier, wo wandert der Punkt in Abhängigkeit von der Traction Line hin und sehe, dass eigentlich beim Einfedern meine Tendenz weiter einzufedern vom Fahrzeug an und für sich zunimmt. Das ist das, was ich ganz am Anfang in der Folge mal gesagt habe. Originalerweise ist der Sendero in meinen Augen schlecht gebaut, weil er mit seinem Gewicht und der relativ dem normalen Schwerpunkt, sage ich mal, 85 mm ist halbwegs aus der Packung raus, keine Zusatzgewichte an den Rädern dran, relativ großer Akku, dicker Motor drin, ist ein relativ normaler Wert und eigentlich dort habe ich schon ein Fahrverhalten, dass er beim Gas geben versucht, sich selbst hinten reinzuziehen und eigentlich ein Männchen zu machen und die Schnauze vorne hochzuheben. Und das Ganze kann man jetzt natürlich schon schön austesten, indem man sagt, was passiert ganz einfach, wenn ich meinen Schwerpunkt mal ein bisschen tiefer setze. Damit sieht man sofort, dass meine 100% Linie runterrutscht und ich habe gleich plötzlich einen positiven Anti-Squat. Und wenn ich dann einfedere, wird er zwar auch wiederum geringer, aber immerhin geht er noch auf halbwegs null zurück bei einem Einfederweg von 15 mm jetzt. Und dann kann man jetzt hier mit dieser Linkanordnung, wo setze ich meine Links hin, in welche Höhen und so weiter, kann man jetzt ja anfangen richtig rumzuspielen und sich dann sein Fahrverhalten rauszusuchen, wie man möchte. Über die zusätzlichen Angaben wie Pinion Change zum Beispiel ist hier schlichtweg gemeint, wie ändert sich der Winkel meines Kardanausgangs von der Achse, die jetzt gerade betrachtet wird. Wenn ich einfedere, kippt das Ganze hier mehr nach
vorne runter und da sieht man, das gibt jetzt eine Winkeländerung von knapp 3 Grad. Da sieht man natürlich auch, wenn man ganz verrückte Linkkonstruktionen gemacht hat, wenn es dann zu sehr einkippt und eindreht, sieht man das im Vorfeld schon mal. So, und jetzt noch eine kurze Randbemerkung zu dieser braun gestrichelten Linie, die hier auch Roll-Axis heißt. Das ist für alle, die es interessiert, das ist die dynamische Rollachse. Das heißt, die ergibt sich aus der Kombination von den Schnittpunkten der Links, in welcher Höhe sie laufen. Und das ist dann, wenn ihr schnell eine Kurve fahrt, welche Kraft bringt euer Chassis dazu, sich nach außen zu neigen. Weil wenn der Schwerpunkt tief genug ist und die Linkpunkte relativ gut liegen, sorgt eigentlich die Gewichtskraft, die das Auto nach draußen drängt, die Fliehkraft eher, oder Zentrifugalkraft müsste man genau sagen. Der kann gegengesteuert werden, wenn der Schwerpunkt tief genug liegt und die Rollachse passig dann drunter läuft, dass eigentlich das Auto versucht, unten wegzukippen und somit sich der ganze Aufbau nicht nach außen neigt. Das ist jetzt eher für die großen 1:1 Fahrzeuge wichtig, weil es dort dann schon zu enormen Schieflagen kommt, wenn man mal schnell um eine Kurve fährt. Bei unseren Fahrzeugen in dem Tempobereich, den wir betreiben, ist das eigentlich zu vernachlässigen, aber bevor es zu blöd liegt, kann man hier auch noch gucken, dass das halbwegs im Rahmen liegt, wenn man ein Auto mal vom Vorlenk her kontrolliert oder selber designt und baut. So, und das war's eigentlich schon dazu. Sonderlich spektakulär zu erklären ist's eigentlich nicht. Zu finden ist das Ganze dann in dem Link, den ich in der Beschreibung poste, im Rockcrawler Forum. Dort kann dann jeder die ZIP-Datei von dieser Excel runterladen und selber nutzen. Wenn es irgendwelche Hinweise dazu gibt oder Änderungswünsche, soweit ich sie umsetzen kann, tue ich natürlich mein Bestes und versuche darauf zu reagieren. Wenn nicht, dann ist es halt so. Das Original wiederum kann jeder eh frei für sich runterladen. Ansonsten wünsche ich viel Spaß damit und allzeit gut Fahrt mit dem Modellauto. Wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr ja ein kleines Like da lassen.